Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen an. Heute ist mein Gast Professor Dr. Michael Becken. Michael, wir kennen uns seit einigen Jahren. Du warst der erste Professor an einem Hochschulstudiengang hier in Hamburg, Master of Real Estate an der Northern Business School. Und hast mich damals gefragt, ob ich mich nicht dem Thema auch widmen möchte und Volkswirtschaftslehre, also Immobilienökonomie dort lehren möchte. Und darüber sind wir ja zu ganz vielen Dingen auch im Austausch. Das ist aber eigentlich nur dein Nebenjob. Du verantwortest das institutionelle Geschäft in der Becken-Gruppe. Die Becken-Gruppe macht seit 1978 Immobilien, also seit mehr als 40 Jahren. Und über diese 40 Jahre seid ihr eigentlich immer den Top-Metropolen in Deutschland treu geblieben. Warum ist das so? Ja, im Prinzip ist die Antwort relativ einfach. Man muss natürlich schauen, was ist unser Kerngeschäft. Unser Kerngeschäft ist in erster Linie die Entwicklung von neuen Büro-, aber auch Wohnimmobilien. Und als Projektentwickler ist man ein Stück weit natürlich sehr risikofreudig unterwegs, weil die Immobilie natürlich noch nicht besteht, die muss erstmal entstehen. Und wenn es um die richtigen Standorte, und wir wissen alle, bei der Immobilie zählen 3 Sachen, Lage, 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 ja. Da darf man da keine Fehler machen. Und insofern sind natürlich gewachsene, große Städte, insbesondere unsere Metropolregion, eigentlich da die geeigneten Lagen, in denen entwickelt wird. Und das Gleiche kann man aber auch überstülpen in den Bestand. Also wenn man sagt, man ist jetzt kein Entwickler, sondern denkt darüber nach, bestimmte Immobilien, die schon existieren, zu erwerben, macht es natürlich aus den gleichen Argumenten Sinn, eben auf Lagen zu schauen, die nachhaltig sind. Mhm. Jetzt habe ich eben in der Einleitung gesagt, du verantwortest das institutionelle Geschäft bei der Becken-Gruppe. Und auch da hatten wir ja Berührungspunkte, weil wir damals die Kapitalverwaltungsgesellschaft für euch gestellt haben. Und deine Investoren treten ja immer mit sehr konkreten Wünschen an dich heran. Also du bist es gewohnt, maßgeschneiderte Produkte für Investoren zu machen. Glaubst du, dass diese Art von Investition auch für Privatanleger möglich ist? Also dass man für Privatanleger sowas wie maßgeschneiderte Produkte machen kann? Also unbedingt. Ich glaube, die generelle Frage, die sich einem stellt, ist, möchte ich in Immobilie investieren oder möchte ich nicht in Immobilie investieren? Das ist natürlich einem bestimmten Zeitgeist geschuldet, und unser aktueller Zeitgeist, wir blicken mal die letzten 10 Jahre zurück, ist nun mal geprägt von einem Niedrigzinsumfeld und von einer sehr großen Fülle an Kapital im Markt. Es verwundert daher nicht, dass natürlich insbesondere, ich nenne sie jetzt mal professionelle Kapitalanleger, institutionelle Investoren, zunehmend in dieses Segment investieren. Denn man muss halt eine Sache sehen: So ein institutioneller Investor hat eben auf seiner Kapitalallokationsseite sicherlich Positionen, da möchte er bestimmte Risiken eingehen, und er hat Kapital verfügbar, das eben gesichert sein muss. Und für dieses gesicherte Kapital bietet sich durchaus dann eben eine Immobilie an. Und wir dürfen nicht vergessen, Immobilieninvestitionen sind relativ kostspielig. Das liegt nicht daran, weil man ganz viel kauft, sondern die Bürohäuser, die Wohnblocks, die vereinnahmen einfach unfassbar viel Kapital, um eben erstellt und betrieben zu werden. Und da ist natürlich ein institutioneller Investor prädestiniert, um so etwas mitzufinanzieren. Und wenn er das natürlich in einem großen Umfang macht, mit eben Immobilienakteuren, sei es Projektentwicklern oder Assetmanagern, dann kann er natürlich auch, ich sage jetzt mal, ein Wörtchen bei der Ausgestaltung seines Maßanzugs mitsprechen. Wenn wir uns den Unterschied zwischen einem Privatinvestor und einem institutionellen Investor anschauen, was würdest du denn sagen, kann ein Privatinvestor insgesamt von einem institutionellen oder, wie du sagst, professionellen Kapitalanleger lernen?
Ja, ich glaube, du hast es gerade gesagt. Also tatsächlich in dieser Professionalität ist ja jenes verborgen, dass ein institutioneller Investor, der macht es nicht unbedingt besser als ein privater Investor, aber er macht es aus seiner Profession heraus. Also das ist sein Job, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich die optimale Kapitalallokation, Investition für mich. Das mag vielleicht ein Privater so nicht für seinen Alltag übertragen können, weil der hat seinen Beruf etc. und für ihn ist die Kapitalinvestition etwas, das er nebenbei macht. So, und wenn man sagt, was kann ich jetzt eben von institutionellen Investoren mir abgucken, das ist im Prinzip so, wie wenn jemand fragt, ja, was kann ich mir eben bei der Ausübung einer bestimmten Sportart von einem Profisportler eben angucken. Man schaut einfach dahin, wo eben Akteure tätig sind, die das täglich machen und wäre an und für sich gut beraten, es ähnlich zu machen. Und in deiner Wahrnehmung, was heißt das konkret? Also wenn du sagst, naja, das nehme ich bei Institutionellen wahr und das ist die Vorhand, die ich mir abgucken kann beim Profi-Tennisspieler. Also kannst du das konkreter machen? Also im Prinzip muss man natürlich Folgendes sagen. Dadurch, dass natürlich der institutionelle Investor, wie schon gesagt, tagtäglich mit nichts anderem zu tun hat, als zu überlegen, wo investiere ich mein Kapital am sinnvollsten. Man muss eben gucken und verstehen, das Kapital, was er investiert, das ist ja nicht sein Kapital. Also wir reden jetzt tatsächlich von dem einzelnen Mitarbeiter, der in dieser Institution tätig ist, sondern er ist ja ein Mensch in einer Organisation, in einem Gruppenverbund, der letzten Endes treuhänderisch mit Kapital Dritter umgeht. Ob das jetzt, nehmen wir jetzt mal eine Versicherung, dass das Geld der Versicherungsnehmer ist oder ein Versorgungswerk, ob das Geld von eben Einzahlern in diesen Rententopf ist, er ist Treuhänder. Das heißt, er ist natürlich gehalten, mit diesem Geld sorgsam umzugehen. Und wir haben eine Reihe natürlich auch an Regulatorik, also an Gesetzen in Deutschland, die ihn ohnehin verpflichten, bestimmte Kapitalinvestitionen nur nach Maßgabe dieser Gesetze durchzuführen. Das heißt, diese Person beschäftigt sich tagtäglich mit der Frage, welche Investition kann ich zu welchem Risiko eben eingehen? Und er wird es natürlich je nach Risikogewichtung entsprechend ausgestalten. Nun muss man sagen, dass institutionelle Investoren, es gibt natürlich solche und solche, aber überwiegend risikoavers agieren. Das heißt, da geht es natürlich darum, dass das Kapital, was man treuhänderisch verwaltet, natürlich optimalerweise nicht weniger, sondern mehr wird. In Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, ist das keine triviale Aufgabe, wenn wir, wie wir alle wissen, natürlich in einer Welt leben, die von Negativzinsen geprägt ist. Das heißt, da die richtige Investition zu finden, die trotz eines, sage ich mal, überschaubaren Risikos dennoch eine attraktive Rendite beschert, ist nicht so ganz einfach. Wenn ich als Privatinvestor mir das natürlich zum Vorbild nehme, muss ich mir eben die Frage stellen, was ist eigentlich meine Intention? Möchte ich aus meinem Kapital möglichst schnell das Doppelte machen? Ja, dann ist vielleicht das Vorbild der institutionellen Immobilieninvestition nicht unbedingt das Richtige. Geht es aber darum, eher sein Kapital, sein Vermögen, was man sich hart erarbeitet hat, langfristig gesichert anzulegen, dann kann das schon ein gutes Vorbild eben sein. Die Alternative ist, wenn ich mein Geld als Privatperson relativ schnell anwachsen oder auch komplett verlieren möchte, kann ich natürlich auch in den Aktienhandel einsteigen. Da muss ich mich nicht mit Immobilien beschäftigen. Michael, in den nächsten Jahren, was wird deine Branche am meisten bewegen? Ja, das ist eine in der Tat spannende Frage und viele Branchenteilnehmer würden mit Sicherheit jetzt Digitalisierung sagen. Ich übrigens auch. Deswegen spreche ich es auch an. Zweifelsohne ist das natürlich auch ein Thema, das die Immobilienbranche bewegt und beeinflusst. Und wenn ich mal schaue, wie stark die Digitalisierung bisher Einfluss genommen hat, würde ich sagen, wir sind zweifelsohne erst am Anfang.
Ja? Das heißt, der Digital Impact wird noch kommen. Wir müssen schauen, die Immobilienwirtschaft ist ja auch eine große Wertschöpfungskette, über die wir sprechen. Das heißt, es geht nicht über das, was mittlerweile vielleicht präsent ist, das digital vermakelt wird oder bestimmte Prozesse, ich denke da so eben an ImmoScout, etc., im Internet abgebildet werden, sondern natürlich, wenn ich an den ganzen Bau denke, da steckt natürlich noch viel Musik drin, die natürlich über AI, KI, über Optimierung von Prozessen zu heben sind. Dennoch glaube ich, das, was uns in absehbarer Zeit viel mehr beschäftigen wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist jetzt wieder ein weiteres Buzzword. Was verbirgt sich dahinter? Ich denke da an die gesamte ESG-Thematik, Taxonomie, sprich CO2-Ausstoß von Immobilien. Zweifelsohne ist die Immobilienwirtschaft in Gänze, und da sprechen wir nicht nur vom Bau von Gebäuden, sondern auch vom Betrieb von Gebäuden, für knapp 40% des CO2-Ausstoßes weltweit verantwortlich. Wir sehen, welchen Effekt das CO2 mit sich gebracht hat. Und wir sehen, wie stark der Regulator, also der Gesetzgeber global, weltweit hier eingreift mit Verordnungen, die uns schon 2030 treffen, 2050 dann erst recht. Als Beispiel, New York hat bestimmte Gesetze erlassen, dass bis 2030 der CO2-Ausstoß in Gebäuden um 40% sinken muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind Strafzahlungen fällig. Das heißt, es kommt die nächsten 10, 15 Jahre, sowohl für den Neubau, aber auch gerade für den Bestand, eine enorme Herausforderung auf uns alle zu, diese Nachhaltigkeitsaspekte umzusetzen. Worum geht es da? Es geht natürlich in erster Linie um Energie, um Verbrauch, ja, aber es geht natürlich auch um Aspekte eben Social und Governance und diese ganzen Themen. Das heißt, wir müssen als Immobilienentwickler, aber auch als Immobilien-Asset-Manager uns dieser Thematik öffnen. Ich glaube aber auch, und dann bin ich auch fertig, um nochmal die Digitalisierung aufzugreifen. Ich glaube, die Digitalisierung wird uns auch in diesem Bereich eine große Stütze sein, um eben die Nachhaltigkeitsaspekte erfüllen zu können. Das glaube ich auch, insbesondere die Basistechnologie, die wir ja an ein, zwei Stellen einsetzen, nämlich Blockchain-Technologie, wird insbesondere bei der Nachverfolgung, wo kommen denn Bauteile her, wie nachhaltig wurden sie produziert, extrem hilfreich sein kann. Und da glaube ich auch, dass die Digitalisierung sehr helfen wird, unseren ökologischen Fußabdruck auf ein vertretbares Maß für nachfolgende Generationen zu bringen. Michael, vielen Dank, das war sehr spannend. Sehr gerne. Danke. Mich gefreut, hier zu sein.